Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 13 Jahre Anaconda, inhalative Sedierung. Als ich gefragt wurde, diesen Vortrag zu übernehmen, musste ich kurz feststellen, dass auch ich ein Pionier in der inhalativen Sedierung geworden bin. Zwar nicht als Entwickler des Medizinproduktes selbst, sondern als Anwender. Und über was werde ich heute reden? Ich werde Ihnen noch mal kurz eine Übersicht geben über die Pioniere in der Sedierung mit volatilen Anästhetika, werde das Ganze dann einbetten in den Sedierungskontext und dann aktuell auch meine Empfehlungen dazu geben, wo Anwendungen mit Anaconda und inhalative Sedierung möglich sind. Volatile Anästhetika werden so sehr lange im operativen Bereich eingesetzt. Das ist so unser täglich Brot als Anästhesist, das kennen wir gut, damit können wir umgehen. Aber es hat bis in die 80er Jahre gedauert, dass jemand von unseren Kollegen auch bereit war, volatile Anästhetika Patienten zu verabreichen auf einer Intensivstation. Und es war meistens als Ultima Ratio, sodass wir auf unsere erste randomisierte Studie aus dem Jahr 1989 zurückblicken. Kong hat damals einen Vergleich angeführt von Midazolam gegenüber Isofluran. Und Sie sehen, die Sedierungsdauer war damals bis zu 24 Stunden. Patienten entweder mit Isofluran oder Midazolam sediert. Und dann hat man diese Sedierung ausgestellt. Und das, was die Kollegen beschrieben haben, war einfach, dass sehr früh mit Isofluran die Patienten Befehle befolgen konnten. Und das führte natürlich dann auch zu einer sehr frühen Extubation. Es kamen dann in den nächsten Jahren, in den 90er Jahren, neue Studien dazu. Hier eine Studie von Milan. Er hat einen Vergleich von Isofluran erstmals gegenüber Propofol gemacht bei Patienten aus der Chirurgie und der inneren Medizin. Er hat dabei festgestellt, dass es eine sehr gute Sedierungsqualität gibt und natürlich auch ein vergleichbares Aufwachverhalten, gerade wenn man Propofol einsetzt. Das Problem zu dieser Zeit war aber, dass es überhaupt gar keine Technologie gab, die man einsetzen konnte. Entweder haben Sie als Anästhesist Ihr großes Narkosegerät mit auf die Intensivstation gefahren oder Sie mussten einen Vapor einbauen. Und wenn Sie sich genau mal das Bild anschauen, dann sehen Sie auch die Krux an dem Ganzen. Der Vapor musste eingebaut werden bei diesem Intensivrespirator im Inspirationsschenkel. Das heißt, nur über die Inspiration konnte man volatile Anästhetika dem Patienten geben. In der Expiration ging das alles verloren. Wir haben bei den Intensivrespiratoren eben kein Kreissystem, wie wir es in einem OP, an einem Narkosegerät hatten, sodass einfach das Ganze sehr limitiert war. Es war ganz klar, bei hohem Frischgasfluss haben wir exorbitante Kosten von volatilen Anästhetika und wir haben natürlich eine riesige Raumluftbelastung einfach durch volatile Anästhetika, die letztendlich in den Raum auf der Intensivstation wieder herauskamen und verbreitet wurden. Und es war dann in den 90er Jahren, als erstmals eine Art Reflektor gebaut wurde, der sogenannte Alpha-Reflektor, danach ein Beta-Reflektor, wo man in einem kleinen HME-Filter, eine Art HME-Filter, Carbonfasern verwebt hat, um erstmals eine Art Kreissystem herzustellen, dass volatile Anästhetika reflektiert werden konnten zum Patienten. Und Sie sehen hier die ersten Studien aus Schweden von Enlund. Die haben das erstmals eingesetzt, diesen Beta-Reflektor im OP natürlich und haben sich einmal angeschaut, wie funktioniert das Ganze. Und Sie haben gesehen, hier mit Isofluran, dass Sie 40% Einsparungen haben von Isofluran mit einer Anaconda gegenüber einem offenen System. Und in der nächsten Untersuchung, diesmal mit Sevofluran, weil das sind die gängigen Medikamente, volatilen Anästhetika, die wir einsetzen können mit so einem Reflektor, haben Sie gesehen, dass das etwa einem Frischgasfluss von 1,5 Liter pro Minute entspricht bei den Patienten. Und es hat dann noch etwas gedauert in der Entwicklung, bis wir dahin kamen, dass auch Anaconda in der Art, wie wir sie heute kennen und natürlich einsetzen, auch zugelassen wurde. Das war im Jahr 2005. Und kurz darauf habe ich auch dieses Medizinprodukt entdeckt und habe natürlich in der Zeit erstmal nur auf eine Studie zurückgreifen können.
Und diese Studie kommt von Peter Sacke aus Stockholm vom Karolinska-Institut. Und der hat erstmals eine Anaconda eingesetzt mit Isofluran bei Patienten, die 12 bis 96 Stunden, also 4 Tage beatmet waren. Und Sie sehen das mit lila dargestellt, Isofluran in rot, Midazolam. Sie sehen den Vergleich und wo Sie da auch liegen mit Ihrer Sedierung. Wenn Sie die Sedierung rausnehmen im Grunde und die Anaconda ausbauen, haben Sie bei allen Patienten, die mit Gas sediert waren, innerhalb von 10 Minuten erstmal ein Aufwachen, ein Befehle befolgen und kürzeste Zeit später auch eine Extubation. Wohingegen die Patienten mit Dormicum, so wie wir es aus dem Intensivbereich kennen, einfach viel, viel länger brauchen, um wach zu werden, um adäquat zu befolgen und dann letztendlich extubiert werden zu können. Ich habe mich damals mit meiner Studiengruppe damit befasst, erstmal Sevofluran auch auszuprobieren. Das war etwas, Sevofluran ist eines der gängigsten, 2 volatilen Anästhetika im operativen Bereich. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie sieht es denn aus, wenn wir Propofol und Sevofluran postoperativ bei unseren Patienten einsetzen? Es sollte eigentlich eine vergleichbare Sedierung sein und auch ein vergleichbares Aufwachverhalten. Und Sie sehen das hier, wir haben Patienten aus dem Bereich der Kardiochirurgie eingeschlossen, 35 gegen 35, einmal mit Propofol, einmal mit Sevofluran. Diese Patienten haben vor allem BiPAP bekommen und Sie sehen hier rechts die Verteilung jeweils für Aortenabklemmzeiten und Bypasszeiten. Und diese Patienten haben dann postoperativ die Sedierung bekommen und das hat uns dann sehr erstaunt im Nachhinein, weil wir hatten immer gedacht, Propofol ist das Schnellste, was wir haben können und damit auch die schnellste Befehle befolgen und Extubation. Und wenn Sie einmal auf der linken Seite sehen, dann merken Sie, dass Sevofluran noch mal in einem ganz anderen Bereich liegt als Propofol. Die Patienten waren durchweg so um die 8 Stunden postoperativ sediert, bis sie hämodynamisch stabil waren und gewärmt waren. Und innerhalb kürzester Zeit konnten die dann extubiert werden. Sie sehen das 22 Minuten und mit Propofol 150 Minuten. Wir haben das sehr oft gehabt, dass diese Patienten noch mal in den Apnoe-Algorithmus gefallen sind am Intensivrespirator. Und dann war natürlich klar, dass auch damit auch die Beatmungsdauer signifikant reduziert werden konnte. Nebenbei haben wir auch gesehen, dass die Krankenhausverweildauer bei diesen Patienten signifikant reduziert werden konnte. In den folgenden Jahren gab es dann mehrere Studien, mehrere Zentren, die Anaconda eingesetzt haben. Hier das Zentrum um Xavier Capdevila aus Montpellier. Er hat Patienten eingeschlossen und sie letztendlich 3 verschiedenen Gruppen zugeführt. Sevofluran, Propofol und Midazolam. Propofol und Midazolam sind nun mal die gängigsten Sedativa gewesen in dieser Zeit auch. Und Sie sehen, dass die Patienten waren ungefähr 50 Stunden sediert, also etwas mehr als 2 Tage. Und Sie sehen eine ganz, ganz ähnliche Verteilung wie das, was wir gesehen haben. Hier auf der links oben auf der Seite die Aufwachzeiten mit Sevofluran gegenüber Propofol. Rechts die Extubationszeiten mit wieder 33 Minuten, also ungefähr eine halbe Stunde gegenüber 325 Minuten und natürlich Midazolam weit abgeschlagen. Und Sie haben, wenn Sie mal rechts unten schauen, noch ein anderes Phänomen gesehen, was sich immer wieder mal in den Studien, wenn man volatile Anästhetika auf Intensivstationen einsetzt, bemerkt, dass diese Patienten teilweise auch weniger Analgetika brauchen. Das haben wir damals in unserer Studie nicht so beobachtet. Und es gibt jetzt eine neuere Studie auch von Angela Gerard, nachdem Anaconda in Kanada zugelassen wurde. Und Sie sehen auch, diese Kollegin hat mit kardiochirurgischen Patienten gearbeitet, mit einer noch guten LV-Funktion. Die haben intraoperativ schon eine Verteilung bekommen, jeweils zu volatilen Anästhetika oder Propofol. Und sie haben eine Gruppe zusammengefasst. Sie haben nämlich Sevofluran und Isofluran als eine volatile Gruppe gemacht gegenüber Propofol. Und die Verteilung ist ganz ähnlich. Hier sehen wir das nochmal, Extubationszeiten, Aufwachzeiten signifikant reduziert gegenüber Propofol. Sie haben auch gesehen, dass es in dieser Studie keinen Unterschied gab in Analgetika-Supplementierung, auch die Schmerzkurven waren vergleichbar. Ähnlich wie in unserer Studie keinen Unterschied in Übelkeit und postoperativen Erbrechen, auch nicht in Shivering, etwas erhöhter Norepinephrinbedarf in der volatilen Gruppe gegenüber Propofol. Und lassen Sie mich jetzt an dieser Stelle einfach mal die inhalative Sedierung in den Sedierungskontext einbetten.
Wir haben in den letzten 20 Jahren gelernt, dass Sedierung, sowohl eine Über- als auch eine Untersedierung, Folgen haben kann. Folgen in Form von Angst, von Stress beim Patienten, in Ischämien, die entstehen, aber auch in Delir, das entwickelt werden kann. Und man weiß, dass gerade die Sedierung auch auf die Outcome-Parameter wie Einjahresmortalität, aber auch Beatmungszeiten durchaus einwirkt. So, dass wir heute ein Konzept verfolgen, auch nach den neuesten Empfehlungen in Deutschland, den Leitlinien, dass wir eine adäquate, zielorientierte und vor allem patientenindividualisierte Sedierung machen. Und wir sehen nicht nur Sedierung alleine, sondern wir sehen Sedierung im Kontext von Analgesie und Delir. Und das, was man machen sollte, man sollte es primär monitoren und man muss sich einfach klar machen, wo der Patient steht, wenn er sediert werden muss. Und gerade wenn wir die Sedierung hier nochmal rausnehmen, dann sehen wir auch so Konzepte wie tägliche Unterbrechung der Sedierung, Spontanatmungsversuche, aber auch die adäquate Wahl des Sedativums. Und wenn wir über die Wahl des Sedativums sprechen, muss man ganz klar sagen, volatile Anästhetika haben nun mal sehr gute, ideale Eigenschaften eines Sedativums. Sie sind kurzwirksam, sie führen nicht zur Akkumulation, es gibt keine Toleranzentwicklung. Das heißt, es sind Medikamente, die wir sehr gut kennen, ja, aus dem operativen Bereich und auch problemlos einsetzen können auf einer Intensivstation. Und wenn man sich einfach mal eine der neuesten Meta-Analysen anschaut, die arbeiten genau das raus, was wir im Moment sehen mit der inhalativen Sedierung. Nämlich, dass es zu einer Reduktion von Extubationszeit kommt, aber auch einer Reduktion von Beatmungsdauer. Wir sehen im Moment noch keinen Unterschied in den Krankenhausverweildauern. Das sind einzelne Studien und es gibt eine Tendenz. Wir wissen noch nicht genau, wo wir stehen mit der Mortalität. Aber es ist ganz klar, in diesem Bereich der Extubation haben wir sehr, sehr viele Vorteile mit volatiler Sedierung. Wo setze ich jetzt persönlich als Arzt inhalative Sedierung ein? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist inhalative Sedierung immer eine Option gegenüber Propofol. Und es ist vor allem dann für mich eine Option, wenn ich weiß, dass ein Patient länger beatmet werden muss. Als typisches Beispiel, Patient, der im OP war, der eine Massivtransfusion bekommen hat, gedeckt perforiertes Aortenaneurysma, schon intraoperativ die Diurese einstellt. Das ist kein Patient, der hinterher nach dem Eingriff direkt 8 Stunden später, 12 Stunden später extubiert werden kann. Das ist dann ganz häufig, die entwickeln dann eine Anurie, man muss sie im Grunde eventuell eine Dialyse nehmen, die haben hämodynamische Instabilitäten, die haben häufig eine Beteiligung der Lunge. Das sind für mich Patienten, die ich typischerweise dann direkt eine inhalative Sedierung nehme. Oder auch Patienten mit einer sogenannten komplexen Sedierung. Was machen Sie mit einem Patienten? Es wird ja häufig gesagt, wir sedieren viel zu viel, wir sedieren gar nicht mehr. Was machen Sie aber mit dem Patienten, den Sie auf den Bauch nehmen müssen, den Sie im Grunde drehen müssen, weil er ein schweres ARDS hat? Der wird eine Sedierung brauchen. Da stehen wir im Grunde ja völlig an der Wand. Da können wir nicht einfach sagen, wir nehmen gar keine Sedierung. Was machen wir mit Patienten mit einer schwierigen Sedierung, eventuell mit C2-Abusus oder auch sehr adipöse Patienten? Und gerade die Patienten, die neurologische Probleme haben, Schädelhirntrauma, intrakranielle Blutungen, Zustand nach Apoplex, das sind ja die Patienten, die wir eigentlich mindestens täglich aufwachen lassen wollen. Da wollen wir im Grunde wissen, was können die neurologisch. Und ich habe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit Sie sich vorstellen können, wo ich inhalative Sedierung einsetze. Wir haben einen 48-jährigen Mann, der ist eine Reanimation gehabt nach einem Bolusgeschehen. Er kommt in die Klinik, er wird draußen intubiert, ihm wird einer Hypothermiebehandlung zugeführt. Bekommt initial Propofol zu Fentanyl. Innerhalb der nächsten 24 Stunden passiert es dann, dass die Pflegekraft sagt, er ist nicht tief genug sediert, er hat ein Problem, ich muss den in der Kühlung, muss dem noch was anderes anbieten. Der Kollege nimmt Midazolam dazu, er stellt auf Ketanest zusätzlich um, er bekommt Clonidin. In der Aufwachphase dann zunehmend Probleme, er entwickelt eine Pneumonie, das CT sagt, er hat ein zerebrales Ödem, entwickelt ein ARDS. Es wird dann ein Rotorestbett bestellt, ja, damit er im Grunde kinetisch behandelt werden kann. Und wir haben dann zunehmend innerhalb von 48 Stunden das Problem, dass dieser Patient einfach eben nicht mehr
so sediert werden können, dass wir ihn richtig innerhalb dieser Akutphase auch beatmen können. Und dann wurde eine Umstellung gemacht auf ein Monosedativum. Und genau das ist das, was funktioniert mit Isofluran oder Sevofluran. Sie stellen das um und der Patient ist erstmal für diese Akutphase tief sediert und er hat aber auch die Möglichkeit, in eine Spontanatmung zu kommen. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in der Pfalz haben wir immer wieder diese Patienten, die natürlich Wein, Weib und Gesang leben und sie kommen dann zu uns mit all ihren Problemen und wahrscheinlich haben sie die überall, auch in anderen Bereichen. Und wenn Sie so eine Patientin bekommen und sie ist im septischen Schock, ist respiratorisch insuffizient geworden und Sie brauchen wenigstens mal 24 bis 48 Stunden, wo Sie so einen Patienten aus dieser Akutphase rausnehmen und sedieren müssen, da möchte ich die Rechnung auf der rechten Seite überhaupt nicht aufmachen mit diesem Propofol, weil ich weiß, dass ich da Unmengen in diesen Patienten versenken werde. So einen Patient werde ich sofort auf eine inhalative Sedierung nehmen. Ich bin da nämlich in Bereichen, die im Grunde völlig machbar sind. Und es muss Ihnen auch klar sein, inhalative Sedierung, Ihre alveoläre Konzentration von diesem Sedativum, das setzt sich zusammen aus dem Atemminutenvolumen, das heißt auf dem Atemzugvolumen mal Frequenz. Und wenn Sie sich links mal dieses Bild ein bisschen näher anschauen, wir haben unten auf der X-Achse 400 bis 1200 als Zugvolumen und wir haben rechts, im Grunde geht diese Atemfrequenz ab. Also je geringer das Zugvolumen und je geringer auch Ihre Frequenz, desto höher wird Ihre alveoläre Konzentration bei diesen Patienten sein. Das heißt, eine inhalative Sedierung setzen Sie eigentlich, gehen Sie eigentlich her und machen die von Ihrem Atemzugvolumen abhängig. Das heißt nicht primär, gerade bei diesen dicken, adipösen Patienten, über ein Körpergewicht, ja, sondern Sie schauen sich genau an, was dieser Patient braucht. Und diese Patienten brauchen in der Regel 1 bis 2 Milliliter pro Stunde mehr Gas als Normalgewichtige. Und das ist einfach minimal. Das ist ein ganz anderer Bereich, mit dem Sie arbeiten können, im Grunde, als wenn Sie bei diesen Patienten Propofol benutzen. Wo geht die Reise hin mit der inhalativen Sedierung und der Anaconda? Ja, wir haben sozusagen Kinder bekommen und es ist so, dass wir mittlerweile die Anaconda S haben im Programm. Es ist so, Anaconda S ist der kleinere Anaconda. Wir konnten also 50 Milliliter, ähnlich wie ein HME-Feder, 50 Milliliter Totraum gegenüber 100 Milliliter der ehemaligen Anaconda anpassen. Damit haben wir natürlich nicht nur eine Vereinfachung bei Patienten, die im schweren ARDS sind und kleine Atemzugvolumina unter 400 Milliliter haben, sondern es eröffnet uns nochmal ein ganz anderes Spektrum. Wenn Sie mal an die Kinder denken, und ich weiß nicht, wie viele im Bereich pädiatrische Intensivmedizin arbeiten, gerade alte Hasen kennen dieses typische Beispiel von diesen Kindern. Ich habe Ihnen mal eins mitgebracht. Eine 2-Jährige mit multiplen Missbildungen entwickelt ein Bronchialasthma. Wird dann in der Klinik zugelassen über die Notaufnahme, bekommt schon ein breites Spektrum an Therapie, wird dann bewusstlos, entwickelt eine Hypoxie, wird respiratorisch insuffizient, muss intubiert werden. Was sich zeigt, ist eine schwere Azidose und es zeigt sich vor allem, wenn Sie hier auf die rechte Seite gucken, einen exorbitanten CO2-Anstieg. Dieses Kind war dann unheimlich schwierig zu sedieren. Was haben die Kollegen gemacht? Sie haben den Anästhesisten angerufen und haben gesagt, bring uns sofort mal Isofluran, ja, wir müssen mal diesen Status Asthmaticus unterbrechen. Und das ist das, was man kennt als Ultima Ratio und das wird natürlich auch mal in der Pädiatrie eingesetzt. Sowas funktioniert unheimlich gut und Sie sehen hier unten in lila, das Kind konnte innerhalb von 24 Stunden vollkommen rekompensiert werden. Und es gibt mehrere Beschreibungen aus der Pädiatrie, wo Anaconda auch eingesetzt wurde. Und man hat einfach das Problem, wenn wir mit Kindern arbeiten, um die 20 Kilo, da konnte bisher mit der alten Anaconda das Ganze nur so gelöst werden, dass wir wieder die Anaconda in den Inspirationsschenkel eingebaut haben, ähnlich wie die Vapor-Technik, die ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe. Jetzt ist es natürlich bei einem 20 Kilo Kind problemlos möglich, auch die Anaconda S einzubauen und wir haben nochmal ein ganz anderes Spektrum.
Und ich bin gespannt, was in Zukunft auch noch kommen wird, was sich zeigen wird, weil es gibt natürlich auch Kollegen, die in einem ganz anderen Bereich der Pädiatrie nochmal Anaconda einsetzen. Das ist sehr experimentell und es ist natürlich dem Spezialisten vorbehalten, aber es ist ein super spannendes Thema für die Zukunft. Wir haben hier einen Kollegen, den ich bis jetzt leider nicht kennenlernen durfte, aus der Uniklinik Köln, und er hat vor allem diese Small Gestation Age Kinder, also zu früh geboren, ab der 23. Woche, Kinder, die im Grunde mit schweren Missbildungen aufschlagen, Univent, Herzen und so weiter, Analatresien, pulmonale Hypertonien. Und er hat einfach gesagt, ich habe ein Problem mit diesen Kindern mit der Sedierung. Und Sie sehen das, er fängt mit Midazolam an, gibt Morphin, Fentanyl oder auch Ultiva dazu. Dann hat er irgendwann das Problem, dass diese Kinder nicht ausreichend sediert sind. Er muss Clonidine dazugeben und dann wird probiert. Ketamin, da wird vielleicht Somsanit mit dazugegeben. Und er hat dann irgendwann sich entschlossen und gesagt, ich gehe jetzt einfach mal auf Gas. Ich gucke mir das an, was passiert da. Und Sie sehen, er hat das natürlich rein experimentell auch hier eingebaut, ja, in den Respirator. Das Ganze muss immer in den Inspirationsschenkel eingebaut werden. Er hat das einmal hier, sieht man das an der Evita, direkt oben eingesetzt. Er kann das natürlich auch ins Schlauchsystem einsetzen. Und natürlich geht Ihnen da mehr Gas verloren, aber Sie sind ja mit diesen kleinen Kindern in einem ganz anderen Bereich, 3 bis 10 Milliliter Isofluran. Ja, und was er gesehen hat, diese Kinder sind viel häufiger der Spontanatmung zuführen als andere Kinder. Er hat weniger Cholanalgetika und weniger Allergetika insgesamt gebraucht und die waren völlig stabil, wie bei einer anderen Sedierung auch. Und für ihn ist es einfach eine zusätzliche Option für die Zukunft. Ich bin gespannt, ob wir da in Zukunft eventuell auch noch einen Kollegen haben werden, der von diesem Bereich einfach mehr berichten wird. Gut, ich bin am Ende des Vortrags. Ich darf Ihnen noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so ein bisschen in kreativen Köpfen entstanden ist in den 90er Jahren, hat letztendlich heute zum festen Bestandteil in der Intensivmedizin geführt. Wir haben mit einer volatilen Sedierung ein sehr breites Indikationsspektrum und wir wissen, dass wir eins der Medikamente haben, das sehr kurzwirksam ist und ein fast ideales Sedativum. Wir können Patienten sehr viel früher eine Spontanatmung zuführen, wie wir es zum Beispiel mit einer IV-Sedierung machen können. Und das, was wir heute sicher wissen, wir haben kürzere Extubationszeiten, wir haben kürzere Beatmungsdauer und kürzere Intensivaufenthalte. Es wird sich für die Zukunft noch zeigen, ob wir auch kürzere Aufenthalte haben im Krankenhaus und natürlich eine Veränderung der Mortalität. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.